single day. Viele kennen sie aus Film und Fernsehen. Die Welt vor seltsamen Alienmonstern zu beschützen ist ihre einzige Aufgabe. Sie ziehen mit Blitzdingsen durch die Welt und sorgen für Recht und Ordnung. Und wenn das Blitzdings doch nicht reicht, dann wird auch gerne mal zur Strahlenkanone im übertriebenen Maßstab gegriffen. Ich rede natürlich von den Men in Black. Was seltsamerweise viele jedoch nicht wissen, es gibt so manche Verschwörungstheorie, nach welcher es Men in Black ähnliche Personen tatsächlich gibt. Darum soll es im heutigen Video gehen. Das heutige Thema: Existieren die Men in Black wirklich? Auch wenn der ein oder andere die Popularität der echten Men in Black gerne mal unterschätzt, gibt es tatsächlich überraschend viele angebliche Aufnahmen dieser Kreaturen. Kreaturen deswegen, weil nicht einmal klar ist, was die Men in Black eigentlich sind. Nach einigen Vermutungen handelt es sich bei den echten Männern in den schwarzen Anzügen gar nicht um Menschen, sondern vielmehr um, je nachdem welcher Theorie man eher Glauben schenken möchte, Dämonen, Aliens oder sogar, und jetzt haltet euch fest, Regierungsbeamte. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Eine Begegnung mit einem Man in Black ist nicht gerade schön. Diese großen Männer in ihren schwarzen Anzügen, manchmal noch mit Sonnenbrillen und sehr oft mit altmodischen Hüten, schrecken nicht vor Bedrohung und Einschüchterung zurück, wobei sie, wenn man fragt, ob sie sich ausweisen können, meistens nur eine weiße Karte mit dem Schriftzug Security oder scheinbare Dienstmarken großer Geheimdienste vorzeigen. In so manchen Fällen sollen Menschen gar, nachdem sie mit Man in Black ähnlichen Personen zusammen gesehen wurden, für immer verschwunden sein. Manchmal wurden Opfer auch von Männern zur Einschüchterung angerufen, doch dazu später mehr. Wie gerade schon angedeutet, handelt es sich bei Men in Black immer um relativ große Männer in der eben beschriebenen Kleidung. Augenzeugen berichten, Men in Black hätten keine Haare und einen unnatürlichen Glanz auf ihrer Haut, was schon zu Theorien über Men in Black Roboter geführt hat. Im Folgenden werde ich berühmte Zwischenfälle und Sichtungen von Men in Black sowie einige Theorien erläutern. Ich würde euch wirklich raten, bis zum Ende dran zu bleiben, weil da echt ein paar sehr interessante Vorfälle dabei sind. Ein recht bekannter Fall hat im Jahr 1977 in Deutschland stattgefunden. Zu diesem Fall gibt es auch ein Video auf YouTube, welches ich euch in der Beschreibung verlinkt habe. Einer der ersten Vorfälle überhaupt, in welchem Men in Black eine Rolle spielten, war der mit Albert Bender. Albert Bender war der Gründer des International Flying Saucers Büros und behauptete, er sei an die Wahrheit hinter den ganzen Alien-Geschichten gekommen. Er kündigte einen ausführlichen Bericht darüber in seiner Zeitschrift Space Review an. Als er gerade auf dem Weg zu seinem Verlag war, um seinen Artikel eigenhändig zu übergeben, machte er an einer Raststätte Halt, um sich etwas auszuruhen. Als er gerade in sein Auto steigen wollte, kam ihm ein schwarzer Wagen entgegen. Die Scheinwerfer blendeten ihn stark, jedoch sah er 3 Personen aussteigen. Er beschrieb die Personen als typische Men in Black und meinte, sie hätten ihn bedroht und gegen sein Auto gedrückt. Er sollte auf gar keinen Fall seine Erkenntnisse zum Thema UFOs an die Öffentlichkeit bringen, sonst würde ihn und seine Familie ein schlimmes Unglück ereilen. Kaum ließen die Männer von ihm ab, waren sie auch schon wieder verschwunden, ohne dass er sich erinnern konnte, dass sie weggefahren waren. Als er seinen Kofferraum in einem etwas benebelten Zustand öffnete, bemerkte er, dass der Koffer mit seinem Artikel für den Verlag weg war. Ein etwas neuerer Vorfall, dessen Aufnahme in meiner remasterten Kanalbeschreibung zu finden ist, trug sich erst vor kurzem in Alaska zu. Viele Informationen sind dafür nicht bekannt, jedoch hat auch der YouTuber Mythenakte ein Video dazu gemacht, welches ich natürlich in der Beschreibung verlinkt habe. Kommen wir zu meiner Theorie. Ich halte die Existenz von Men in Black nicht für unmöglich, glaube dabei jedoch eher an Mitglieder von Geheimdiensten als an Dämonen oder Außerirdische. Die UFO-Sichtungen, die dabei angeblich vertuscht werden sollen, könnten meiner Meinung nach geheime Regierungsprojekte sein, also zum Beispiel der Test von neuartiger Kriegstechnologie oder neue Kampfjets oder Tarnkappenbomber, alles in der Art. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dieser Thematik und natürlich diesem Video haltet. Lasst gerne ein Feedback und eine Bewertung da. Wir sehen uns wie immer nächste Woche. Stay crazy.